Kennst du diese stechenden Schmerzen an der Außenseite deiner Hüfte, besonders wenn du auf der Seite liegst, Treppen steigst oder längere Zeit gesessen hast? Dann bleib unbedingt dran, denn in diesem Video erfährst du, was die wahrscheinlichste Ursache für deine Schmerzen ist und natürlich, was du aktiv dagegen tun kannst, um deine Schmerzen zu lindern. Diese Art von Beschwerden kommen sehr häufig von einer Glutealtendinopathie. Also eine Reizung oder eine Veränderung der Sehnen, die deine Hüfte stabilisieren. Genauer gesagt betrifft es die Sehne des Musculus gluteus medius und gluteus minimus. Diese Muskeln setzen am Kreuzbein und verlaufen dann seitlich über das Becken bis nach vorne an den Hüftknochen. Dort setzen sie an. Und genau hier ist auch das Problem. Denn die Sehne ist das Bindeglied zwischen Muskel und Knochen. Wenn sie über längere Zeit zu stark belastet wird, etwa durch zu viel Stehen auf einem Bein, häufiges Treppensteigen oder Sportarten mit seitlichen Belastungen, kann sie gereizt reagieren. Aber auch zu wenig Belastung ist problematisch. Wenn du dich zu wenig bewegst, verliert die Sehne an Stabilität und reagiert dann empfindlich, wenn du dich wieder mal etwas mehr bewegst als gewohnt, wie zum Beispiel nach einem längeren Tag wandern oder spazieren. Kurz gesagt, die Sehne ist aus dem Gleichgewicht. Sie bekommt entweder zu viel oder zu wenig Reiz. Und genau das führt zu den typischen Schmerzen an der Hüfte-Außenseite. Manchmal ziehen bis ins Gesäß oder auch zum Knie runter. Das passiert, wenn du zum Beispiel auf der Seite schläfst. Nach ein paar Stunden in dieser Position entsteht ein zusätzlicher Druck von deinem Körpergewicht auf die ohnehin empfindliche Sehne. Diesen Druck kann den Schmerzen auslösen oder dann verstärken. Auch Dehnungen können in dieser Phase ungünstig sein, weil sie die überstrapazierte Sehne noch einen zusätzlichen Reiz geben. Aber nur zu ruhen oder zu schonen ist ebenfalls keine Lösung, denn dadurch wird die Sehne nicht stärker und kann sich auch nicht regenerieren. Im Gegenteil, mit zu viel Schonung baut sie noch weiter ab und hält später noch weniger Belastung stand. Etwa, wenn du längere Zeit gehen oder stehen möchtest. Die gute Nachricht ist, es gibt wirksame und langfristige, sogar bessere Lösungen als eine Cortisonspritze. Gezielte, dosierten Übungen. Diese Übungen helfen dir, deine Sehne wieder an Belastung zu gewöhnen, ohne sie zu überreizen. Dadurch wird das Gewebe stärker, die Durchblutung verbessert sich und die Sehne kann Schritt für Schritt wieder regenerieren. Wichtig ist keine Schmerzvermeidung durch Schonung, sondern intelligente Bewegung, die den Körper wieder belastbarer machen. Und genau solche Übungen zeige ich dir jetzt. Aber bevor wir losgehen, wenn du jemanden kennst, der auch mit Schmerzen an der Außenseite der Hüfte kämpft, dann teile dieses Video gerne mit ihm. Viele wissen gar nicht, woher ihre Schmerzen wirklich kommen und vielleicht ist genau dieses Video der erste Schritt, um endlich Erleichterung zu finden. Für die erste Übung brauchst du eine kleine Erhöhung, auf der du dich hinstellen kannst. Es kann eine Treppe sein, es kann ein paar Bücher sein, Yoga-Block, irgendwas, wo du stabil drauf stehen kannst. Du platzierst nun das betroffene Bein auf die Erhöhung drauf. Wichtig ist jetzt, dass du den Oberkörper oder dass du deinen Körper stabil hältst. Dein Standbein, das soll jetzt die ganze Zeit durchgestreckt sein, das Knie bleibt durchgestreckt und deine beiden Füße bleiben nun nach vorne zeigend. Du kannst sie auch sehr gerne irgendwo festhalten, damit du mit dem Oberkörper stabil bleibst. Von dieser Position als erstes hebst du dann das Bein von dem Boden hoch, damit du beides in einem Gleichgewicht hast. Und dann hebst du das Becken noch weiter hoch, damit du diese Schräge hast. Und das ist dieses Becken hochheben. Bleib in der Position von ein paar Sekunden und bring dann das Bein nach unten Richtung Boden,
Fuß nach vorne zeigen, dein Standbein bleibt die ganze Zeit gestreckt, um sie dann wieder zu heben, hoch. Bleib in der Position für ein paar Sekunden und lasse dann das Becken langsam wieder senken. Du kannst auch sehr gerne die Übung vor einer Wand machen, denn dadurch hast du noch ein bisschen mehr Stabilität. Das betroffene Bein kommt jetzt auf die Erhöhung drauf, beide Hände an der Wand, Oberkörper bleibt gerade und auch dein Standbein von der betroffenen Seite, die bleibt durchgestreckt. Beide Füße bleiben nach vorne zeigend, zur Wand hin. Nur in dieser Position zu bleiben über längere Zeit, wirst du schon spüren, wie die Sehne aktiv wird, wie die Muskulatur aktiviert wird. Und dann heben, dass du in diese schräge Lage kommst, kurz oben bleiben und dann langsam wieder senken. Kurz oben bleiben, heben, Oberkörper bleibt stabil, dein Knie ist durchgestreckt und dann langsam wieder senken. Übungen mit Bewegungen sind für die Sehne zu Beginn etwas mehr herausfordernd. Falls es für dich zu schwer ist, kannst du sehr gerne genau die gleiche Bewegung durchführen, aber statt hoch und runter bleibst du einfach in der Spannung. Das heißt, du gehst mit der betroffenen Seite wieder auf der Erhöhung drauf, Hände an der Wand, Oberkörper gerade, hebst das Becken und dann bleibst du einfach in dieser schrägen Lage. Nicht den Oberkörper rüberheben, sondern stabil auf das Bein stehen bleiben. Das Becken ist jetzt hochgezogen von der gesunden Seite und in dieser Position bleibst du nun für mindestens 10 Sekunden. Ziel werden aber 20 bis 30 Sekunden. Diese Art von Übungen, indem du die Spannung machst und bleibst, die heißen isometrisch und sind besonders wirksam für die Behandlung von Sehnenbeschwerden. In dem Fall, wo du die Bewegung durchführst, solltest du 10 bis 12 Wiederholungen durchführen. In dem Fall, wo du die Spannung hältst und bleibst, solltest du dann 5 Serien durchführen und jeweils von mindestens 10, Ziel wäre aber 20-30 Sekunden halten. Die zweite Übung ist ebenfalls eine Spannungsübung für die Gesäßmuskulatur. Dafür brauchst du einen Gürtel und den soll so eng gemacht werden, dass deine Hüfte etwas mehr, aber kurz knapp über die Hüftbreite bist. Von dieser Position aus versuchst du nun, die Beine nach außen zu drücken, so kräftig wie du kannst. Du wirst auch da spüren, dass die Muskulatur aktiv wird. Beide Knie drückst du auseinander mit auch einer leichten Drehung nach außen, so kräftig wie du kannst und bleib jetzt in dieser Spannung. Halte die Spannung für 30 bis 40 Sekunden. Bleib mit dem Oberkörper aufrecht in einer geraden Haltung. Dein Druck ist verteilt zwischen Ferse und Mittelfuß und du drückst jetzt die Beine auseinander gegen den Gürtel. Bleib in der Position und lass es dann wieder los. Das Ganze nochmal von vorne. Füße zeigen nach vorne. Deine Beine sind etwas mehr als hüftbreit auseinander. Wichtig ist, dass der Gürtel nicht nachlässt. Es muss dir einen festen Widerstand geben. Oberkörper aufrecht, die Hüfte fast etwas strecken, so aufrecht wie möglich. Und dann drückst du kräftig gleichzeitig beide Beine nach außen. Und auch deine Knie bewegst du oder machst in der Spannung, so als ob du die Beine nach außen drehen möchtest. Wenn du deine Hände an dein Gesäß platzierst, wirst du spüren, dass dort die Muskulatur, die Spannung zunimmt. Bleib in der Position für mindestens 30 bis 40 Sekunden und wiederhole das Ganze für mindestens 5 Mal. Als nächstes, immer noch mit dem Gürtel auf Kniehöhe, machst du nun wieder einen Druck mit dem Knie nach außen, so als ob du den Gürtel auseinandernehmen möchtest und gehst dann mit dem Po nach hinten. Nur ein kleines bisschen. Bleibst in ungefähr 45 Grad. Die Knie drückst du nach außen und kommst dann wieder in die Streckung nach oben. Von der Seite gesehen, der Gürtel ungefähr auf Kniehöhe. Deine Beine sind etwas mehr als hüftbreit auseinander. Als erstes eine Spannung aufbauen, indem du den Gürtel auseinanderziehst und die Knie nach außen drehst. Bleib in der Position und jetzt geh mit dem Gesäß etwas nach hinten und dann wieder hoch.
bis die Hüfte komplett durchgestreckt ist. Das sehe ich viel zu häufig, dass die Patienten nur hier sind und diese Endstreckung gar nicht machen. Also Gurt nach außen drücken, leichte Kniebeugen, Blickrichtung nach vorne, Knie nach außen drücken und dann wieder strecken, Gesäß nach vorne heben. Blickrichtung bleibt nach vorne, Knie nach außen, halten in die Beugung und wieder hoch. Am besten platzierst du einen Stuhl oder irgendwas hinter oder auch gerne an der Wand, damit du einen Referenzpunkt hast, dass du nicht die Knie nach vorne schiebst. Denn diese Bewegung ist sowohl für dein Knie mehr Belastung als auch weniger effektiv für die Gesäßmuskeln. Oberkörper aufrecht, Fuß nach vorne ziehen, Hüfte nach außen drehen, in die Beugung rein, 45 Grad und dann wieder strecken und nach vorne hoch. In die Beugung rein, Knie nicht verlieren, Gürtel nach außen drehen und wieder hoch. 10 bis 12 Wiederholungen, 2 bis 3 Serien solltest du dann von dieser Übung durchführen. Wenn dir dieses Video gefällt und du mehr lernen möchtest, wie du von zu Hause aus mit einfachen Übungen Schmerzen lindern kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Und weiter geht's mit unseren 2 letzten Übungen im Bauchlagen. Diese Übung ist sehr einfach, aber auch sehr effektiv. Leg dich mal auf den Bauch hin, platziere ein kleines Kissen vorne am Brustbereich, damit der Oberkörper entspannt bleibt. Und jetzt stellst du beide Beine auf die Zehspitzen. Als erstes stell dir sicher, dass du das Knie die ganze Zeit durchgestreckt hältst. Und dann von dieser Position hebst du dann das betroffene Bein einfach hoch. Aber nicht besonders viel, weil dieses Beckenknochen, das ist ein Referenzpunkt und der soll die ganze Zeit unten am Boden bleiben. Die Streckung der Hüfte wird durch den Gluteus oder die Glutealmuskulatur verursacht. Aber das ist eine kleine Bewegung, das sind nur ein paar Grad. Wenn du viel zu weit das Bein hebst, dann bist du gar nicht mehr an der Hüfte, sondern längs an der Lendenwirbelsäule gelandet und das wollen wir nicht. Gezielt, Qualität kommt vor Quantität. Also Oberkörper abgelegt, Fußspitze auf dem Boden, Knie durchgestreckt und dann das Bein so weit heben, dass das Becken vorne auf dem Boden ist und dann wieder senken. Kurz das Bein heben, Knie durchgestreckt, Fuß bleibt nach unten zeigen, oben halten und wieder senken. Falls du bei dieser Übung Beschwerden bekommst an der Lendenwirbelsäule, ist das ein Zeichen dafür, dass der Druck auf die Gelenken, auf die Facettengelenken hinten zu hoch ist. Dann gerne einfach mal das Kissen etwas nach unten platzieren, dass die Lendenwirbelsäule jetzt etwas mehr in die Beugung reinkommt und du beginnst die ganze Übung wieder von vorne. Knie durchgestreckt und das gestreckte Bein nach oben heben. Denk aber dran, dass das Becken unten die ganze Zeit den Boden beruhen soll. Und langsam wieder senken. Du kannst diese Übung noch intensiver machen, indem du ein paar Gewichte unten an den Sprunggelenk befestigst oder das Haltezeit oben erhöhst. Und dann wieder senken. 10 bis 15 Wiederholungen oder bis zur Muskelerschöpfung bleibst du oben und dann wieder senken. Das Ganze gleich auch auf der anderen Seite. Fußspitze auf dem Boden, Knie durchgestreckt. Auch das Trainingbein soll jetzt durchgestreckt sein. Bisschen das Bein heben, bewusst das Gesäßmuskel anspannen, Popo anspannen, oben kurz lassen und langsam wieder senken. Jede Seite solltest du dann 10 bis 15 Wiederholungen durchführen und im besten Fall 2 bis 3 Serien davon. Und die letzte Übung, für viele auch eine der schwierigsten Übungen, legst du dich auf den Rücken hin, Kopf abgelegt und dann kommst du, beide Füße sind auf dem Boden, hüftbreit auseinander und der Druck kommt auf die Ferse drauf. Das heißt, du drückst vor allem deine Ferse fest gegen den Boden, so dass du dein Becken nach oben hebst. In einer Linie bleiben, was jetzt Knie, Hüfte und Schulter angeht. Du bleibst in dieser Position
und dann bringst du die nicht betroffene Seite. Also wenn meine Beschwerden jetzt links sind, bringe ich dann mein rechtes Bein zu mir ran. Lass das Bein oben in die Beugung und hier muss der Gesäß, die Glutealmuskulatur, die muss ordentlich einarbeiten. Du bleibst oben und versuchst die Position für mindestens 10 Sekunden zu halten. Bringst das Bein wieder runter und dann mit beide Beine senkst du dann wieder ab. Kurz unten angekommen und das Ganze wieder von vorne. Hüftbreit auseinander, Ferse kräftig gegen den Boden drücken, Gesäß heben, dass du oben in der Luft bist, bleibst oben, Ferse gegen den Boden und die gesunde Seite oder die Seite, die du keine Beschwerden hast, hebst du einfach zu dir ran. Po ordentlich anspannen, Gesäß anspannen und oben bleiben. Mindestens 10 Sekunden solltest du hier oben bleiben. Immer wieder anspannen, dass das Gesäß oben bleibt. Halten, 10 Sekunden lang. Fuß senken, beide Füße auf den Boden und erst dann langsam das Becken wieder senken. Und diese Übung solltest du dann mindestens 5 bis 10 Mal durchführen. Und gerne auch, trotz wenn du nur einseitig Beschwerden hast, gerne auch die gesunde Seite mittrainieren, da Krafttraining mehr Effekt hat als nur auf die Struktur. Wenn du Schmerzen hast, seitlich an der Hüfte, können diese Übungen dir sehr gut dabei helfen, deine Schmerzen zu lindern, dass du endlich wieder schmerzfrei auf die Seite liegen kannst. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!